Es ist keine Pandemie dafür nötig, dass sich die Menschen impfen lassen. Nur die Angst vor einer Pandemie. Vor Bäckereien in England und Wales bilden sich lange Schlangen. In den meisten Geschäften bekommt jeder Kunde nur einen Laib Brot. Der Energierat hat jetzt einen Notfallplan erstellt. Nach Beginn des Streiks wird es Drosselungen und Stromsperren geben. 2050. Unsere Fischbestände gehen aus. Kapieren Sie das? Ja, natürlich. 2080 kein Gas mehr. 2090 kein Öl mehr. Diese Zahlen sind nicht von Greenpeace oder dem Naturschutzbund, nein, von BP. Wenn die Nachfrage nach Dünger weiterhin steigt, sind jegliche Phosphate noch dieses Jahrhundert erschöpft. Und das bedeutet kein Essen. Ich weiß, Sie müssen mir nicht sagen... Ach ja? Ich glaube nicht, dass Sie das wissen. Wenn Sie es wüssten, würden Sie verstehen, dass wir keine andere Wahl haben. Wenn es soweit ist, erhalte ich einen Anruf. Nach dem Anruf tauche ich sofort unter. Ich verstecke mich bis 9 Tage vor dem Impftag. An diesem Tag gehe ich in ein Parkhaus in Denham. Dort wird ein Wagen stehen. In dem Wagen ist ein Kanister versteckt, dessen Temperatur 90 Tage langsam gestiegen ist. Wenn ich dort eintreffe, wird der Inhalt des Kanisters aufgetaut sein, bereit zur Freisetzung. Wissen Sie, was sich darin befindet? Ja, eine extrem tödliche Variante der russischen Influenza. Ich steige damit in ein Sprühflugzeug am Denham Flugplatz. Dann überfliege ich eine Fläche von 90 Quadratkilometern und versprühe das Virus. Das wiederhole ich. An 4 anderen bislang noch nicht genannten Orten auf der ganzen Welt. Haben Sie Bedenken, dass wir ein tödliches Virus freisetzen? Wir haben einen Impfstoff. Bis der greift, werden viele sterben. Und Sie hätten sie getötet. Aber ich hätte die Menschheit gerettet. Sind Sie besorgt zu sterben? Höchstwahrscheinlich werden Sie sich infizieren. Nein, ob ich sterbe, ist mir egal. Ich werde die Welt retten. Wie viele werden sterben? Bei Grippeviren treten die Todesfälle in Wellen auf. Wir hoffen, der Impfstoff fängt bei der ersten Welle an zu wirken und löscht das Virus aus. Die erste Welle, 1500 Menschen. Sollte es zu einer zweiten Welle kommen, werden es sicher Zehntausende sein. Oh Gott, das ist doch Wahnsinn, Milner. Überlegen Sie doch, was wir erreicht haben werden. Es gibt bestimmt einen anderen Weg. Wir planen das seit 30 Jahren. Willst du ein Virus verbreiten? Wäre das ideal. Sprühflugzeuge im Nirgendwo. Aber nahe der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt, wo die Familien ermordet wurden. Von dort werden sie das Virus verbreiten. Aber... In ein paar Tagen rufe ich entweder Paul oder einen der anderen an. Dann werde ich einen Befehl geben, den nur ich kenne. Und in etwa 90 Tagen wird diese Person die tödlichste Grippe freisetzen, die die Welt je gesehen hat. Alle werden den Impfstoff wollen. Alle werden sich Janus freiwillig injizieren. Es wird Chaos herrschen, ja. Aber in weniger als 100 Jahren werden auf diesem Planeten nicht mehr als 500 Millionen Menschen leben. Dann sind wir die Schöpfer von Utopia. Gerade eben erreichen uns neueste Informationen zum Grippeausbruch auf den Shetlandinseln. 2 weitere Personen sind der Grippe erlegen. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf 11. Insgesamt jetzt also 11 Tote auf der Shetlandinsel Fetla nach einem mutmaßlichen Ausbruch der russischen Grippe. Ich war in Hongkong, als SARS ausgebrochen ist. Sie haben alles abgeriegelt, aber ich dachte, scheiß drauf. Ich bin was Besonderes. Also fuhr ich hin. Sah mir alles an und fand raus, dass es nicht existierte. Was? SARS gab es gar nicht? Nein. Es waren nur Fälle zusammenhangloser Atemwegsinfektionen. Ich kam schnell dahinter, dass es keinen übereinstimmenden Krankheitsverlauf gab. Also habe ich meinen Bericht geschrieben und binnen einer Woche wurde meine Forschung vernichtet, ich wurde diskreditiert und gefeuert. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber alle hielten mich für einen neuen David Icke. Aber es sind doch Menschen gestorben. SARS war... Ist im November 2002 ausgebrochen, grassierte exakt 7 Monate und war ab Sommer 2003 nicht mehr existent. Bei dieser Pandemie wurden nur 8.422 Menschen infiziert und 916 getötet. Wissen Sie, wie viele Menschen jedes Jahr an gewöhnlichen Atemwegserkrankungen sterben? SARS hat nie existiert. Es ist nicht, was Sie denken. Du meine Güte. Ein chemisches Gift. Es ist gar kein Virus. Sie haben ja keine Ahnung, wie mächtig
reich die sind. Janus verhindert, dass der Impfstoff wirkt. Nein, das Hören stimmt Sie mir nicht. zu, der Grippeimpfstoff, den wir haben, ist praktisch nutzlos. Er hat recht. Ich habe entdeckt, dass sich Janus das Vakzin zu eigen macht. Es heftet sich daran an. Und das bedeutet, wenn man die Impfung erhalten hat, haben die Antikörper, die man bildet, um das Virus zu bekämpfen, nicht die richtige Form. Sie sind wirkungslos. All diese Leben, das ist bedauerlich, aber... Bedauerlich? Der russische Grippeimpfstoff wirkt nicht. Das sind Millionen von Leben, hunderte Millionen sogar. Und es leben 7 Milliarden auf diesem Planeten. 100 Millionen werden nicht mal einen Eindruck hinterlassen. Wir versuchen, eine Spezies zu retten. Wenn das ein paar Millionen Leben kostet, ist das doch okay. Das ist überhaupt nicht okay! So infizieren sie uns über die Nahrungskette, genau wie bei BSE. Aber das könnte man nachweisen. Durch Tests. Vielleicht sieht's wie was anderes aus. Essen ist voll von bakteriellem Scheiß. Das hier findet nur alle 4 Jahre statt. Die Idee ist, Leute zusammenzubringen, die sonst nie miteinander reden könnten. Politiker, Präsidenten, Wissenschaftler. Keiner sonst weiß von diesen Treffen. Und was sind Sie? Wissenschaftler, oder? Ich will Ihnen mal was erklären. Die Sonne bringt eine gewisse Menge Energie auf diesen Planeten. Wir machen daraus Nahrung, Kleidung, Unterkünfte etc. Sie versorgt eine Anzahl von Menschen und es hat 30.000 Jahre gedauert, bis diese Zahl auf 1 Milliarde angewachsen ist. Dann haben wir einen Weg gefunden, altes Sonnenlicht zu nutzen in Form von Öl und Kohle. Wir haben angefangen, davon zu leben. Und was ist passiert? In nur 130 Jahren hat sich unsere Bevölkerung verdoppelt. Bis zur nächsten Milliarde waren es 30 Jahre, bis zur 4. Milliarde nur noch 14. Also stellt sich eine Frage. Was denken Sie, wird wohl passieren, wenn dieses Öl und diese Kohle zur Neige gehen in, sagen wir, 100 Jahren? Wenn 10 Milliarden auf einem Planeten leben, der nur eine versorgen kann. Es heißt Janus und es ist ein Protein und es ist unglaublich. Ich habe lang daran getüftelt, wie es nicht zu entdecken ist. Es besteht aus 2 Elementen. Sie verbinden sich im Gehirn und werden zu Janus. Das sendet dann Signale, welche die Zeugungsfähigkeit beeinflussen. Einfach gesagt, verhindert es menschliche Fortpflanzung. Es ist bemerkenswert. Philipp, du sagst, es verhindert die menschliche Fortpflanzung. Wir wollen doch die Menschheit nicht auslöschen. Wir setzen ein Placebo ein, das heißt 5 bis 8% werden fruchtbar bleiben. Und wem geben wir dieses Placebo? Es gibt gewisse genetische Eigenschaften, die unbestreitbar vorteilhaft sind. Ich habe eine Gruppe von Menschen eingesetzt, die genetisch stärker sind. Eine Gruppe? Meinen Sie eine Rasse? Rasse ist kein wissenschaftlicher Begriff, aber ja, wenn Sie so wollen, dann Rasse. Es ist das verdammte Dritte Reich. Es ist genau das Gegenteil. Ich spreche nicht von Mord, ich spreche davon, einigen das Überleben zu sichern. Eine Welt ohne Rassen, eine Welt ohne verfluchten ethnischen Genozid. Und könntest du Janus entscheiden lassen? Könnte ich. Ich könnte eine Kombination von Junk-DNA finden und Janus so konzipieren, dass es darauf nicht anspricht. Und die Auswahl wäre zufällig. Diese Menschen hätten nichts gemeint. Nein, Junk-DNA hat keine Funktion, aber wieso nicht entscheiden? Dann ist es was, eine Krankheit, die nur auserwählte Rassen auslöscht? Was, wenn nicht die Krankheit selektiv ist, sondern das Heilmittel? Die russische Grippe. Den Impfstoff stellt Covid her. Also, wie steckt man sich an? Jemand niest und du atmest es ein? Nein, du schluckst es. Meistens hast du es an den Händen und du schluckst es. Sie entwickeln ein beschissenes, tödliches Grippevirus, das in Nahrung nicht nachzuweisen ist. Und der Impfstoff, den Corvette herstellt, kann nur gewisse Rassen vor der Krankheit schützen. Ich meine, nach Fettler sind die Menschen in Panik. Noch ein Ausbruch und die Leute werden sich um das Zeug prügeln. Scheißegal, ob's getestet Liegen wurde. da Leichen drin? Der Totengräberstreik. Sie lagern sich hier zwischen. Man nennt es den Winter of Discontent. Leicester Square ist eine Müllhalde. Es ging ihm nicht um Rassen, sondern ums Überleben der Menschheit. Wir sind jetzt mehr als 7 Milliarden Menschen. Als ich geboren wurde, waren es knapp über 2. Die Lebensmittelpreise steigen, das Öl geht zur Neige. Denken Sie ernsthaft, wir werden uns alles friedlich teilen, wenn uns in 20 Jahren die Rohstoffe ausgehen? Angesichts dessen, was wir alles wissen über unsere Gattung. Und ihre Lösung dafür ist eine Art Genozid? Nein, ist es nicht. Kein Genozid.
Unsere Lösung ist Janus. Janus besteht aus einem Protein und einer Aminosäure. Jedes für sich allein ist harmlos. Gelangen sie jedoch zusammen in den menschlichen Organismus, agieren sie als genetischer Trigger, der die Chromosomenteilung verhindert. Die angegriffene Zelle kann sich nicht mehr vervielfältigen und wird dadurch nutzlos. Die Veränderung ist endgültig und vererblich. Und welche Zellen werden angegriffen? Jene, die Fruchtbarkeit steuern, Blackie. Der Zweck von Janus ist es, zu sterilisieren. Der Zweck von Janus ist die weitgehende Sterilisation der gesamten Menschheit. Und wissen Sie, was er anrichtet? Er macht unfruchtbar. 90 bis 95% der Menschen, die den Impfstoff verabreicht bekommen, werden unfruchtbar. Also habe ich die Entscheidung getroffen, dass Corvette öffentliche Gelder erhält. Ab dem heutigen Tag produzieren wir das Vakzin und wir produzieren es in noch nie dagewesener Geschwindigkeit. Der Premierminister lobte Gesundheitsminister Jeff Lawson für die Aufstockung der Impfstoffproduktion nach Fettler und bezeichnete ihn als Volkshelden. Er sagte, das Notfallkonzept des Gesundheitsministeriums hat möglicherweise eine Krise unvorstellbaren Ausmaßes abgewendet. Wir bitten die Bürger, Ruhe zu bewahren. Wir raten ihnen nur im Notfall zu verreisen. Kinder, Senioren und Immungeschwächte sollten zu Hause bleiben. Wir haben einen Impfstoff. Ich wiederhole, wir haben ein wirksames Mittel gegen die russische Grippe und es wird morgen früh ausgeliefert. V-Day ist eine Initiative der Rochaine Foundation, den Grippeimpfstoff allen zur gleichen Zeit zugänglich zu machen. Am 16. November ist V-Day. Wenn wir noch ein paar Monate auf den Impfstoff warten, heißt das, Sie müssen nicht Jahrzehnte warten. Ist es das nicht wert? Unterstützen Sie den V-Day. Sagen Sie nein, diesmal nicht. Diesmal sind wir alle Aber Sie sind der Allerwichtigste. Sie sind der Gesundheitsminister. Und dem Ministerium gehört jetzt Corvette. Wenn Sie sagen, alle bekommen den Impfstoff gleichzeitig, dann wird es so sein. Das kann ich nicht machen. Das ist politischer Selbstmord. Dann ist meine Karriere vorbei. Was denken Sie, wie Sie an den Posten gekommen sind? Durch Talent und Befähigung? Ihre sogenannte Karriere haben wir Ihnen verschafft. Ihr einziges Talent besteht darin, zu tun, was Ihnen gesagt wird. Wir haben für eine weltweite Grippeangst gesorgt. Wir haben bald genug Impfstoff hergestellt, um die gesamte Menschheit impfen zu lassen. Die gleichen Spinner haben Ebola zu einer Waffe gemacht. Aber dieses Projekt L hat ihnen solche Angst gemacht, dass es nicht mal getestet wurde. Als es fertiggestellt war, haben sie sich in die Hose geschissen. Und was war Projekt L? Ich weiß nur, dass es ein H1N5-Virus war. Also Grippe, schätze ich. Sie hatten also die ganze Zeit ein echtes Virus? Die russische Grippe gibt es. Ja, die Grippe ist echt und sie sorgen für eine Pandemie. So lässt sich der ganze Planet ihren Impfstoff spritzen. Und wenn der fingierte Ausbruch so verläuft wie ein echter, wird es wie bei der spanischen Grippe oder schlimmer. Und war die übel, diese spanische? Sie hat 50 Millionen Menschen getötet, Grant. Wir fahren in die Ferien. Nach Südfrankreich. Oh, wie schön. Das ist eine lange Busfahrt. Ja, ich weiß. Ich denke nur, naja, wegen der Umwelt. Ja, daran sollten wir alle denken. Das klingt vielleicht albern. Aber ich finde, wir sind alle mitverantwortlich. Das sehe ich so. Nein, Sie haben recht, sind wir. Das sind wir alle. Wieso haben Sie dann ein Kind? Verzeihung? Nichts produziert mehr Kohlenstoff als ein Mensch und doch haben Sie einen gezeugt. Wieso? Wieso haben Sie das getan? Er wird in seinem Leben 515 Tonnen Kohlenstoff produzieren. Das sind 40 LKW-Ladungen. Diese Menge entspricht in etwa 6.500 Flügen nach Paris. Sie hätten im Jahr 90 Mal hin und zurück fliegen können, so gut wie jede Woche ihres Lebens, und hätten dem Planeten weniger Schaden zugefügt, als es seine Geburt hat. Ja, aber ich denke nicht, Ganz dass wir... zu schweigen von den Pestiziden, den Reinigungsmitteln, den Unmengen an Plastik, dem Kernenergieverbrauch, um ihn zu wärmen. Seine Geburt war ein egoistischer Akt.
Schlichtweg brutal. Sie haben andere dazu verdammt zu leiden. Und wollten Sie tatsächlich etwas ändern, dann würden Sie ihm die Kehle durchschneiden. Und zwar jetzt gleich. Entschuldigung, bitte? Oder ich könnte das für Sie erledigen. Ich könnte mein Messer rausholen, seinen kleinen Hals aufschlitzen und weggehen. Ich würde in meinen Bus steigen und Sie hätten mehr als Ihren Beitrag zur Zukunft der Menschheit geleistet. Ich könnte es gleich tun. Aber was quatsch ich hier? Ich glaube, mein Bus fährt gleich ab. Ich hoffe, er erholt sich von der Grippe. Aber vielleicht sollte er es nicht.